Ich bereite mich vor für eine längere Tour nach Kroatien. Yeah! Kunas! Ich bin reich. Köstlich. Dieses goldene Ei, das ist ein Hotel. Und wenn ich mich nicht ganz fest irre, hat da einmal der Trump übernachtet. Sind wir schon oben? Nee. So spitz. Ah, der Hammer hier. Das ist ja unfassbar. Jetzt wird schon wieder ein bisschen wärmer. Das hier ist das Engadin. Und ich glaube, ich fahre jetzt ein paar Kilometer das Tal hinunter und dann geht es über den nächsten Pass, den Ofenpass. Hier sieht es irgendwie aus wie in Alaska. Bastalfurn, Ofenpass. Wunderschöne Wiesen hier, hä? Was ist das für einer? Italia. Ah, nichts, hä? Sehr schön. Welcome to Italy! Juhu! 33 Grad, nicht schlecht. Hof. Jetzt. Boah. Da wird einem ja schwindlig. Jetzt? Da. Heute geht es quer durch die Dolomiten, etwa 240 Kilometer. So etwa hier, da geht's lang. Da oben, da ist der Greiterhof, wo ich übernachtet habe. Guckt euch mal das Panorama an. Genau dahin geht's jetzt. Ich habe noch nie so türkisiges Wasser gesehen. Der See ist ja der Hammer, ey. Unfassbar schön. Rund 170 Kilometer vor mir. Guckt mal das Panorama hier. Gigantisch. Als Dessert Banane. Weil der hat schon etwa 10.000 Kilometer drauf. Aber es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, siehst am Reifen kein Gewebe, kannst du noch weiterfahren. Irgendwie so. Ist ja noch nicht mal
Sommer und es ist ein kleines Rinnsal übrig von diesem ganzen Fluss. Hier müsste man eigentlich bezahlen, aber ist nur geschrieben auf Italienisch und Englisch und ich weiß nicht, was die wollen. Achtung. Die habe ich oben auf dem Berg geöffnet. Es sind noch 16 Kilometer. Etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten. Rechter Heide. Okay, thank you. 40 Euro. Nicht schlecht. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe die Birne verbrannt. So, ich gehe noch schnell einkaufen. Heute ist ja Freitag und wo gehen wir hin? Peinlich, peinlich. Ja, ich weiß, es hat krass wenig Stil, aber ich mag das bisschen snacken. Guckt mal, wie ich mir die Birne verbrannt habe. Aber darum habe ich mir gestern gleich noch eine Sonnencreme gekauft mit Anti-Age. Vielleicht hilft's. Heute sehe ich das erste Mal das Meer. Juhu. Ja, perfekt. Super. Verglichen zum gestrigen Tag ist die heutige Route eher flach oder eigentlich komplett flach. Gestern war es ja mega bergig, heute das Gegenteil. Das sieht aus wie eine Wüstenlandschaft, unfassbar. Musste ich mir doch eine Vignette kaufen, 7-Tages-Vignette für Slowenien. Elektronisch, Vignette muss man nichts aufkleben, finde ich noch gut. 7,50 Euro. Geht. Welcome to Slovenia! Yeah! Da hat mein Navi wieder eine super Route gefunden. Ich habe eine Burg gefunden. Diese Ruine hier, die heißt Pietra Pelosa. Start the time machine. Die Festung wird erstmals im 10. Jahrhundert schriftlich erwähnt. Gebaut wurde dieses Schloss im 13. Jahrhundert. Oh. Das sieht aus wie ein Geheimeingang. Oh. Oh. Da steht einer. Jetzt spricht er noch. Ich bin so erschrocken. Es sind jetzt noch rund 40 Kilometer bis nach Poreč, bis zum Hotel.
Und ein paar Kollegen hat es auch schon hier. Kalamari. Mein Gott, so schnell unterwegs. Da oben, da ist das berühmte Montafon. Eine Stadt auf dem Berg. Ich habe jetzt gerade gelesen, das heißt nicht Montafon, das heißt Montafon. Fast dasselbe. So, wir haben es geschafft. Das ist Porridge oder Poritz oder so ähnlich. Moment, schnell konzentrieren. Und dann gehen wir an den Strand. Parking nur für Hotelgäste mit einer Schranke. Wie geht das? Dann machen wir das so. Oder vielleicht kann ich vorne durch. Ja? Komme ich da durch? Da komme ich doch durch. Haha! I have a booking for tonight. Here is Wi-Fi code for the internet and breakfast is 7 till 10 here im Restaurant. Okay. 117. Hey, das ist die gleiche Nummer wie in Frankreich damals im... Boah, ich hab's vergessen. 117. 117. Da. Louis, Ja, das ist doch super. Ja, cool. Unfassbar. Oh, ist das aufregend. Da gehe ich nachher gleich hin. Jetzt packen wir zuerst mal aus. Also ich alleine. Ihr könnt zuschauen. Und dann gehe ich runter zum Meer. Jetzt habe ich direkt Gänsehaut. Das ist so richtig Urlaub, Ferien. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Was für ein wunderschöner Ort. Ich bin total geflasht. Diese Stadt Porridge, die beeindruckt mich wirklich. Also ich bin total hin und weg. Jetzt ist es etwa 9 Uhr. Ich trinke noch ein bisschen günstigen Wein aus dem Tetra Pak. Und dann gehe ich nochmals zurück, stürze mich ins Nachtleben. Wow. Cheers. Yum, yum, yum. Köstlich. Down you and me, so far away from home, so far away from me. Just think about Heute fahren wir auf die Insel Cres und guckt euch mal das Wetter an. Jeden Tag. So, wie gesagt, fahre ich heute von Porridge quer über
über Istrien und dann mit der Fähre auf die Insel Cres und dann fahre ich die Insel Cres hinunter bis zum Ziel Mali Losini. Ich denke, das haben die Möwen heute Nacht als Schlafstelle benutzt. Bäh! Gerechnet hier. Scheiße, verdammte. Ich muss mal die Bremsen ölen. Ich glaube, jetzt kommt dann bald die Fähre. Geht hinunter zum Meer. Hier hat es noch einen ganz schönen Aussichtspunkt. Hallo, an der Motorcycle. Sie alleine? Ja. 80 Kuna. So, da wären wir am Fährhafen zur Insel Cres. Von der Anlegestelle geht es zuerst einmal etwa 3-4 Kilometer den Berg hinab. Jetzt sind wir schon auf über 400 Meter. Zeit für eine Banane. Aus der Schweiz, 4 Tage alt. Oh mein Gott. Ich glaube, die noch essbar ist. Die ist schon flüssig innen. Köstlich. Wow. So schön. Paradies. Nur schon für diese Bank und diese Aussicht, nur schon für das hat es sich absolut gelohnt, hierher zu kommen. Laufen wir nach Balun. Es ist nur eine kurze Strecke, ein paar hundert Meter. Wow, ist das schön hier. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Köstlich. Jetzt wunderbar vollgegessen. Und jetzt gehen wir nach Mali Losini. Schotter fahren, yeah! Hier. Wow. Heiland Gott, verdammt nochmal. Mali Losini. Oder vielleicht sagen wir auch Losini, keine Ahnung. Villa Catarina. Second floor. Okay. Up the stairs. Up. And the big door. Okay, thank you. Genau. Ein Zimmer, eine Person, eine Nacht. Das bin ich, ja. Ich bin hier in der Villa Catarina. Schönes Zimmer. Gehen wir noch ein wenig Mali Losini erkunden. Mali Losini. Das ist ja wunderschön hier. Ganz alleine hier in der Bar. Jetzt habe ich gerade noch etwas gelernt. Wenn in der kroatischen Sprache ein S so ein Dach drauf hat, dann ist es ein J. Somit heißt es nicht Mali Losini, sondern Mali Losini. Alles klar? Ich hatte mir
rote und grüne Häuser eingeprägt, aber in der Nacht sehen die alle gleich aus. Aber trotzdem, ich habe es geschafft. Yeah. Zu Hause. Guten Morgen, es ist Montag, der 23. Ein wunderbarer Tag, wunderbarer Morgen wieder. Wie viel haben wir? 26 Grad, kurz nach 9 Uhr. Und heute fahren wir zurück durch die Insel Kres und dann mit der Fähre nach Krk und dann hier runter nach Plitvicer Seen. Jetzt kommt dann wieder diese Horrorbaustelle, wo es mich gestern fast auf die Schnauze gelegt hätte. Beinahe. Ich glaube, hier war diese gefährliche Stelle. Heiland Gott, verdammt! Geht nicht hinein. Dobro, znate više od mene, ja se nikad nije bavio. Ma pitao sam Jedritiće, da ću ti se javiti, prošle vikend Thank you. nisam se javio. Bye bye. Wow, traumhaft schön! Juhu! Ein Motorrad, eine Person. Die Gruppe hier war schon auf der anderen Fähre. So, wir sind jetzt also mit der Fähre von der Insel Kres auf die Insel Krk, K-R-K, keine Konsonanten, sorry, übergesetzt und jetzt geht's durch die Insel Krk und dann aufs Festland und da gibt es eine Brückenverbindung, also keine Fähre mehr. Keine Angst, ich bin's. Dieser Ort hier heißt Novi Vinodolski und hier ist das Captain's Club Pub. Scheint ziemlich berühmt zu sein unter dem Motorradfahren. Leider gibt es ja nichts zu essen. Essen wir halt Cola. Das hier ist übrigens jetzt diese berühmte Jadranska Magistrala. Und das ist eine Küstenstraße an der Westküste Kroatiens und die führt über mehrere 100 Kilometer der Küste entlang und mit einer wunderbaren Aussicht. Ihr seht schon, das wird eine größere Pause. Übrigens, diese Kekse sind noch recht gesund, nur wenig Salz, hatte viel Proteine, viel Ballaststoffe. Oh, 1 Drittel Zucker. Oh, 15 Gramm Fett. Oh, fast so viel Kalorien wie Schokolade. Doch nicht so gesund. Das ist die Abzweigung ins Velebit-Gebirge. Wow, ist das eine krass geile Straße. Ja, hier ist schlecht mit Überholen. Leute, echt, ihr müsst unbedingt mal hier in dieses Velebit-Gebirge kommen. Traumhafte Strecken und Kurven und die Straßen sind in gutem Zustand und Wahnsinnslandschaft, freundliche Leute, die einem zuwinken. Hier. Unfassbar. Ich glaube, jetzt geht es dann da den Berg entlang hoch. Ui, 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 ui. Ja,
beinahe über den Haufen gefahren. Man muss auf diesen Sträßchen doch noch ziemlich aufpassen, weil recht oft hat es in der Mitte der Straße solche Sand und Kies und wenn man das natürlich dann trifft in der Kurve, das wäre ungünstig. Oh, hört mal. Ist das schön hier. Boah. Und hört mal das Vogelgezwitscher. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Reifen gar nicht abnimmt. Und jetzt sind schon wieder etwa 600 Kilometer, 700 Kilometer drauf. Jo, hier gibt es Züge. Okay. Abenteuerlich. Mein Hotel ist nicht weit von hier. Hallo. Hallo, hi. Very nice. So, jetzt habe ich Hunger. Sehr nett hier. Menü und als erstes gibt es einen Willkommensdrink. Tschüss. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Köstlich. Obla. Polizeikontrolle. Guten Morgen, heute ist der Tag 6, Dienstag, und der Plan für heute ist, wir schauen uns die Plitvicer Seen an und nachher gehen wir wieder ans Meer. Kleine Unterkunft direkt am Meer, da bin ich sehr gespannt. Nur schon der Weg zum Eingang ist wunderschön. So, ich habe das Ticket. Hier ist der Startpunkt. Jetzt sind wir mit der Fähre hier rüber gefahren. Jetzt laufe ich dann entlang diesen Seen bis nach oben. Und dann hier ist die Station für den Shuttle, der mich dann zurückfahren wird. Wo? Irgendwo hier. Hat sich der Besuch der Plitvicer Seen gelohnt und das Ticket für rund 25 €? Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man in Kroatien ist, dann sollte man das gesehen haben. Das ist so toll, so schön. Und das nächste Ziel ist eine verlassene Airbase. Hier ist auch schon lange niemand mehr gefahren. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine DC-10, die damals von den Amis hierher geflogen wurde. Aber warum die nicht mehr weggekommen ist, das weiß ich auch nicht. Diese Airbase, die war dazu gedacht, dass man etwa 30, 40 Fighterjets hier verstecken kann. Wenn die reinfahren können, kann ich auch.
denn das da oben? Voll krasse. Wow, unheimlich. Gibt es jenste Seitengänge. Voll krass hier. Danke. So. Oh, Schlange. Gesehen. Solche Augen. Zeit für ein Pfeifchen. Von Litauen. Nicht schlecht. Jetzt meine Routenplanung ist am Ende. Oh ja. Scheiße. Harley-Gelände, hä? Schon ein wenig abenteuerlich hier. Doch, haha. Also die Zufahrt ist natürlich schon recht speziell. Der Hammer hier, das ist ja direkt am Meer. Privater Strand und die Aussicht ist natürlich der Hammer. Sehr schön. Das passt. Ein Ofen. Okay, ein Ofen. Sogar Kochmöglichkeit. Wichtig, Kühlschrank. Oh, 2 Bier drin. Oh, okay. Das Badezimmer mit und Dusche. Ja, das passt doch tipptopp, hä? Geschafft! Juhu! Ich bin jetzt in Zadar in einem riesengroßen Shoppingcenter noch etwas holen für heute Nacht, heute Abend. Jetzt guckt euch das an. Komm mit. Nicht schlecht. Oh, da hole ich mir gleich ein Bier. Cheers. Hey, das ist Paradies. Das ist ein Fleisch. Was machen die? Ja, okay, ja, das geht. Paradies. Einen guten Appetit wünsche ich. Oh, perfekt. Köstlich. Paradies. Also, ich wünsche noch allen eine gute Nacht. Und tschüss. Guten Morgen.
Es ist kurz nach 9 Uhr. Ja, ein bisschen später, weil gestern wurde es ja auch ein wenig später. Wieder ein prächtiger Tag. Bisschen Schleierwolken, aber heute geplant ist eine Tagestour, weil ich komme wieder zurück hier. Und zwar geht es an verschiedene Aussichtspunkte im Velebit-Gebirge. Unter anderem stehen die in Zusammenhang mit den ursprünglichen Winnetou-Filmen. Hier in Kroatien sind einige der Drehorte, wo diese Filme gedreht wurden. Und das möchte ich euch mal zeigen. Jetzt kommt wieder dieser Höhlenweg. So schlimm ist der gar nicht. Ich sollte nichts sagen. Da hinten, da sieht man das Velebit-Gebirge. Das ist wirklich wie auf einer Postkarte. Und von hier geht ein Schotterweg zum ersten Aussichtspunkt. So, auf geht's. Etwa eine Viertelstunde Fußmarsch. Der Hammer. Jetzt gehen wir so da oben zu diesen Bergen. Hoffentlich geht das gut. So, zum Teil große Steine, aber es geht bis jetzt. Aber die Strecke an sich ist eigentlich wunderschön. Ein paar Zentimeter mehr Federweg, das wäre schon toll. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Wunderschöne Strecke. Fotosafari. Hätte ich das gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass der Weg so schlecht ist? Ja klar, das lasse ich mir nicht entgehen. Kein Harley-Gelände, absolut nicht. Felsbrocken hier. Boah, so schön hier. Das war jetzt ein Krampf. Boy, da wieder runter. Okay, später. Boy.
So schön hier. Ein riesiges Loch hier. Was war wohl das? Seltsam. So, geschafft. Wieder unten. Hier hat es noch so eine Gedenkwand an die ganzen Winnetou-Dreharbeiten. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass ich das runterschaffe. Boah. Hoffentlich läuft jetzt kein Öl raus, ey. Ja, denke nicht. Ah. Da ist noch ein Kollege. Österreicher. Ich denke, runter ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Ah, aber nicht den Tag vor dem Abendloben. Noch ein Auto von hinten. Gesegnet sei der Teer. Oh, oh. Wuhu. Jetzt muss ich mal noch gucken. Es hat ja einen riesen Schlag gegeben da bei der Schotterstraße. Irgendwo hat es den Unterboden, glaube ich, erwischt. Ja, nee. Sieht gut aus. Ja. Wisst ihr, auf was ich mich am meisten freue jetzt? Nach Hause kommen, Badeshorts anziehen, dann ins Meer schwimmen gehen. So, heute koche ich mal selber. Und was gibt es? Spaghetti. Köstlich. Köstlich. Guten Morgen, es ist 8:30 Uhr. Am heutigen Tag werden wir Kroatien verlassen. Geplant ist, dass ich von Ljubac zuerst an der Küste entlang mit einigen Zwischenstopps schlussendlich nach Split fahre. Auch heute wieder ein wunderbarer Tag, beinahe blauer Himmel, angenehme Temperaturen, etwa 26 Grad. Ja, das ist doch perfekt. Ja, perfekt. Ihr werdet euch erinnern, hatte ich diese fantastischen Spaghettis gekocht.
Ich hatte eine extra Portion gemacht, damit ich heute Morgen nämlich den Rest noch als Frühstück nehmen kann. Köstlich. Schnell. Rettungskommando. Tschüss Schildkröte, tschüss. Wow. Traumhafter Ort hier. Hier ist es cool, hey. Gut, aber das nächste Mal werde ich auch hier übernachten. Das ist jetzt die Anfahrt auf Split. Noch etwa 5 Kilometer. To Ancona ferry. This one? Also hier gibt es die Tickets, respektive den Boarding Pass. Ich habe noch ein paar Kunas und die kann man auf dem Schiff nicht brauchen, weil es ist ein italienisches Schiff. Geht nur Euro und darum muss ich jetzt noch etwas zum Kaufen finden. Ich habe noch etwas Proviant gekauft, falls das Schiffsessen nicht genießbar sein sollte. Ja, super. Das sieht doch gut aus hier. Schön. Okay. Ja, das geht. Ey. Ist kein Luxuskreuzfahrtschiff, aber doch, das passt. Scheinbar ist es das Cup-Finale von Kroatien. Split gegen irgendwer. Vorher fiel gerade ein Tor. Aber weil niemand von der Fanmeile gejubelt hat, ist es wahrscheinlich für die anderen. Es geht los! So schön. Paradies. Wir fahren aufs offene Meer. Guckt hier. Da sind die letzten Inselchen. Und nachher ist das offene Meer. Ich fühle mich wie auf der Titanic. Wie gesagt, es muss nicht immer Kaviar sein. Manchmal reicht auch einfach eine Dose mit Fleisch, etwas Käse, ein Bier und als Nachtisch feine Watte. Das ist doch perfekt. So, jetzt bin ich aber gespannt, was hier drin ist. Köstlich. Übrigens, etwas
vom Nützlichsten, was ich euch empfehlen kann für so eine Reise, ist ein Innenschlafsack. Das ist wirklich sehr gut, wenn man nicht genau weiß, wie die Beschaffenheit ist vom Bett und dem Bettzeug. Dann hat man immer seinen eigenen Schlafsack. Jetzt stopfe ich mir noch ein Pfeifchen für draußen aufs Deck zum Rauchen. Aber ich verabschiede mich schon mal für heute Abend, heute Nacht. Und ich melde mich dann morgen um 6 Uhr, wenn es heißt aufstehen und zusammenpacken und nach unten gehen, das Motorrad bepacken und auf nach Italien. Und tschüss. Kurz vor 6 Uhr kamen die ersten Durchsagen, man solle sich doch bereit machen. Und weil etwa um 6:30 soll man sich besammeln, damit man zu den Fahrzeugen gehen kann und diese bepacken. Also ich muss sagen, entgegen all den vielen negativen Bewertungen empfand ich jetzt dieses Fährschiff-Erlebnis als durchaus positiv. Jetzt kam soeben die Durchsage, dass wir uns auf Deck 7 besammeln sollen. Für heute sind ungefähr 400 Kilometer geplant. Rund 6-7 Stunden Fahrzeit zu einem Ort namens Cremona. Manchmal hat man ja auch so irgendwie Durchhänger, wo man keine Lust hat oder wo einem alles stresst, und dann ist es das Beste, man hat eine kurze Pause. Etwas essen, etwas trinken, ein Pfeifchen rauchen, dann ist wieder alles top. 7,70 €. Wir sind jetzt in Cremona. Das hat sich noch unglaublich gezogen. Wobei 400 Kilometer sind auch kein Pappenstiel. Und jetzt gehe ich ins Hotel, mache mich etwas frisch und dann zeige ich euch noch Cremona. There is an extra of 7,20 €. Yes, I want it. Okay, perfect. Wunderbar. Hä? Ah, schön. Doch, doch. So, jetzt gehen wir noch ein wenig Cremona erkunden. Cheers. Eigentlich wollte ich Pizza essen gehen, aber jetzt wurde es doch nur 2 Bier. Jetzt ehrlich, wann können wir denn bei uns schon bis nachts um 12 Uhr nach draußen sitzen und den Abend genießen? Das geht nur hier in Italien oder in Kroatien. Jetzt gibt es zuerst etwas zu essen. Ich habe noch Käse von Kroatien und noch etwas Süßes. Und dann heißt es gute Nacht. Bis morgen. Morgen geht's nach Hause. Ich genieße gerade mein Frühstück. Es ist Samstag um 8:30 Uhr. Später geht's dann nach Hause.
Jetzt geht es zuerst einige Kilometer auf der Autobahn, vor allem um Mailand herum. Jetzt habe ich gerade bemerkt, dass ich die Tasche nicht vollständig fixiert habe durch Mailand. Zack. Und 37 Grad Stau wegen diesen Talstationen. Arrivederci. So, freundlich zulächeln. Bei den Schweizern, da funktioniert das vielleicht nicht. Aber ich sehe ja so unschuldig aus. Wir haben sauer reingeguckt. Juhu, geschafft! Welcome to Switzerland! Dieses Städtchen hier heißt Airolo. Und das ist der letzte Ort vor dem Gotthardtunnel, respektive vor dem Gotthardpass. Wahnsinnsstraße. Aber hier oben sind es nur noch 7 Grad. Gotthardpass, 2106 Meter. Boah, hier ist wirklich kalt. Scheiße, das habe ich unterschätzt. Ui. Fingerlose Handschuhe. Optimal für diese Umgebung. Ganz schön kalt hier. Oh, guckt mal, 14 Grad. Hier gibt es noch eine Seltsamkeit. Das ist das sogenannte Russendenkmal zu Ehren des General Suworow, hat er glaube ich geheißen, der 1799 mit der russischen Armee an dieser Stelle die Alpen überquert hat. Da hinten, das ist die Teufelsbrücke. Das muss man sich mal vorstellen, wie man davor, ich muss mal gucken, wann die gebaut wurde, vor einigen 100 Jahren. Den Mut, den das brauchte, hier eine Brücke zu bauen, das ist ja unfassbar. Ungemütlich. 12 Grad. Gehen wir nach unten schnell. In die Wärme. Ja, das ist aber auch gut. Fertig Autobahn. Also diese Kroatienreise, die war ja tatsächlich der Hammer. Ich bin total begeistert von dem Land. Die Landschaft, die Straßen, die Leute, die Sehenswürdigkeiten. Ganz, ganz toll. Hat mir richtig gut gefallen. Da gehe ich sicher wieder mal hin. So, etwas
Das ist noch zu. Noch zu gucken. Und zwar. Ja, das sieht ja noch wie neu aus. 2500 Kilometer. Super. Überhaupt hat alles gut geklappt. Auch mein Schutzengel hat gut funktioniert. Da hat es mehr als einmal potenzielles Problem gegeben. So, in dem Fall möchte ich mich verabschieden und sage Tschüss.